Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Jungs und Mädchen. Wie Sie sehen, haben wir das Flugzeug in unserer Gewalt. Es geht uns dabei einzig und allein um Geld. Bekommen wir das, sind Sie frei. Das wird alles gut versprochen. Peri, jetzt hast du es vorweggenommen, aber du bist so schön. Du hast dir für den Film die Haare abrasiert und bist offensichtlich dabei geblieben, aber ich würde gern später darüber sprechen. Ja. First things first, Blood Red Sky. Ohne zu spoilern, worauf können sich die Zuschauer freuen? Also, ich glaube, dass der Film, wie soll ich das sagen, was ich an dem Film total toll finde, ist tatsächlich die komplexe Frauenfigur, die Peter Torwart geschaffen hat. Weil man normalerweise, wenn man Actionfilme oder Horrorgenre sieht, hat man bis dato Frauenrollen gesehen, die, ja, sagen wir mal, vielleicht so eher sexualisiert waren. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier eine Frauenrolle erleben dürfen, die sehr komplex, sehr ambivalent gezeichnet ist, einen großen inneren Konflikt hat, der aber eben auch veräußerlicht wird, man total nah an der Figur dranbleibt, sie unter die Haut geht und man mit ihr mitfühlt und trotzdem natürlich bist du an einem ganz spannenden, packenden, auch blutrünstigen, sehr physischen Thriller involviert. Und ich glaube, so diese Schere, diese Ambivalenz macht den Film besonders. Peter hat sehr von dir geschwärmt im Interview und hat auch erwähnt, wie sehr du dich in diese Rolle hineingehängt hast. Also schon im Casting und auch bei den Dreharbeiten. Und wenn man sich den Film anschaut und weiß, okay, das Ding wird nicht in einem Take abgedreht oder so, sondern da gab es mehrere Takes, da kann man nur erahnen, wie viel dir abverlangt wurde, beziehungsweise du dir selbst abverlangt hast. Wie hast du das Projekt empfunden? Du meinst die ganze Arbeit, also wie das... ja, ich glaube, ich habe eine Affinität zu extremen Figuren und zu abgründigen Figuren und zu Figuren, die mich berühren. Und ich meine, das ist natürlich auch was man jetzt in der deutschen Filmlandschaft nicht so oft auf dem Tisch hat, so Action-Thriller und auch so große physische Transformationen. Das ist once in a lifetime Deal, hatte ich das Gefühl. Das ist so, dass das, also mich körperlich und natürlich auch emotional in so eine Extremrolle zu werfen, fand ich wahnsinnig reizvoll. Ich bin als total komplett blauer Fleck irgendwie nach Hause gefahren. Ich habe meinen Körper auch wirklich an die Grenze getrieben, aber ich habe das ich habe so ein bisschen, was ich daraus gelernt habe und was ich total schön fand, ist, dass viele Situationen, in der ich mich befunden habe, auch in der Überforderung, auch in der körperlichen Erschöpfung, in der Isolation tatsächlich auch durch die Pandemie. Absurderweise ist auch die Figur in der Isolation als Vampirmutter, vorher alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn, und sie liebt ihn über alles, ist die so abgeschottet von der Welt. Wir waren in so Wahnsinn, in diesem engen Flugzeug, das waren alles so ähnliche Verhältnisse und ich konnte daraus so viel schöpfen. Und irgendwann habe ich so ein Vertrauen gehabt, dass es alles in mir da ist. Und dann habe ich diese Maske aufgekriegt über Stunden und Stunden und auch diese ganzen Distraction. Aber all das hat in derselben Situation befindet sich eben auch diese Rolle und das habe ich gelernt, so nutzbar zu machen. Und das war, ja, ich weiß, ich bin jetzt weggaloppiert wahrscheinlich, aber das war voll schön. Neben dir glänzen halt auch noch ein paar andere Schauspieler, unter anderem auch Alexander Scheer, der mich völlig fertig gemacht hat. Ja, dieser Psycho. Mein Crazy Bird. Ja. Und das führt mich zu der Frage, was macht eigentlich gutes Schauspiel aus? Unberechenbarkeit. Wenn wir jetzt gerade von Alexander Scheer sprechen, das ist auf jeden Fall. Und auch von dir. Also mit Alex zu spielen ist, du weißt nie, was passiert. Und das kreiert eine Energie, die ist zum Schneiden. Weil du halt wirklich immer im Moment sein musst. Du weißt einfach nicht,
der eine Take ist so, der andere Take ist so. Und du gehst mit ihm als Spieler einfach an auch wirklich, man kann mit dem an die Grenzen gehen und trotzdem sich verabreden, was ganz wichtig ist, weil es ja auch immer gerade bei Actionfilmen darum geht, dass man irgendwie auch safe ist und sich nicht allzu sehr wehtut. Und er ist ja ein großer Theaterschauspieler und diese Mischung aus Emotionalität und aber auch Technik tatsächlich, die, finde ich, verkörpert er wahnsinnig gut und davon habe ich auf jeden Fall viel lernen können, als ich mit ihm zusammen gespielt habe. Du bist seit 10 Jahren circa kontinuierlich beschäftigt. Das ist für eine Schauspieler. Ja, ich habe mal geguckt und gezählt. Wow. Ja, weil, also natürlich, das darf man auch nicht schönreden oder so. Schauspieler haben es nicht unbedingt immer leicht, weil dann gibt es Lücken und die meisten Leute fragen sich nicht, was passiert eigentlich in den Jahren, in denen halt quasi nichts passiert, also nichts ist. Ne? Aber ich habe mich richtig gefreut, als ich gesehen habe, okay, irgendwie alles lückenlos, voll gut. Aber stimmt gar nicht. Also ich glaube, dass das tatsächlich, also dass der Beruf sich natürlich auch darüber definiert, vielleicht sogar, wenn man anfängt, natürlich auch übers Nein sagen. Und ich habe da in dieser Zeit, mir hat es gut getan, tatsächlich Mut zur Lücke zu haben. Apropos also Mut. auch als kleinere. Du warst auch so mutig und hast dir die Haare für die Rolle abrasiert. So ein Kahlschlag, also wenn man so bedenkt, du bist eine Frau, Weiblichkeit geht natürlich mit Haaren so ein bisschen einher. Es ist leider sehr oberflächlich, aber darüber definieren sich auch natürlich viele. Ne? Was hat es mit dir gemacht für deine Karriere, für deine Selbstwahrnehmung? Also es ist natürlich, das ist ein Move, die Haare abzurasieren. Das war ein Befreiungsschlag, tatsächlich. Ich habe das nicht erwartet. Also ich wollte das schon immer mal machen. Ich wollte schon immer kurz haben. Mich hat das schon immer fasziniert. Ich habe mich nicht getraut. Und dann kam dieses Buch und das war auch ein bisschen eine Voraussetzung, was ich auch verstehe, weil der tolle Make-up-Artist Marc Collier, der ja irgendwie auch Oscars gewonnen hat für seine Arbeit, hat das zur Bedingung gestellt, dass er, wenn er diese Lady Voldemort da kreiert, dann muss das eben mit einer echten Glatze sein. Und das habe ich eigentlich dann so diesen Impuls habe ich gebraucht. Und dann habe ich mich daran getastet und habe das erst mit meinem Philipp Verheyen, meinem Stylisten zusammen irgendwie auf Millimeter, habe ich das selber abrasiert. Und das war ein Gefühl, also ich habe mich wirklich und das hast du auch schon so toll angesprochen, weil das ist natürlich gerade in diesem Beruf ein Attribut, über das gerade womit man Weiblichkeit verbindet. Sogar meine kleine Tochter sagt jetzt zu mir, Mama, ich möchte, dass du dir wieder die Haare wachsen lässt. Du siehst gar nicht aus wie eine Mama. Was shocking ist in dem Moment, weil man merkt, okay, du bist 3 Jahre alt und du hast das schon so in dir drin, dass du das mit einer echten Mama sein, echter Frau sein verbindest. Und das ist einfach nicht so. Und mich von diesem Zwang und diesem Korsett zu befreien und tatsächlich auch, man hat so eine Klarheit, auch ein klares Gesicht. Es geht schneller am Bart, es gibt ganz viele, ich fühle mich ganz purer tatsächlich mit weniger Haar. Was allerdings heftig war die Nassrasur. Also da habe ich auch wirklich Tränen vergossen, weil mir dann auch die Augenbrauen noch weggeklebt wurden und das grenzt dann doch so sehr zu dem Bild von einer Krankheit, dass ich da echt zu kämpfen hatte, der 6 Monate mit einem Kahlschlag rumzulaufen. Also sobald ein Schatten da war, ging es wieder. Aber, ja. 6 Monate hat das gedauert, bis dann... Nee, 6 Monate. Ach ja, wegen der Produktion. Wir haben ja sehr lange gedreht. Durch Covid hatten wir natürlich back and forth immer so ein bisschen Stop and Go, haben angefangen zu drehen, Pausen, dann wieder angefangen zu drehen. Dann konnten wir sehr lange am Stück durchdringen, dank wirklich der tollen Produktion, die das alles so wahnsinnig gut organisiert hat, dass wir, und auch natürlich eine Portion Glück, dass wir kaum Fälle hatten in der Zeit. Und dadurch hat sich das aber zeitlich natürlich gedehnt und ich war im Grunde echt über ein halbes Jahr lang mit einem Nassrasur jeden Tag unterwegs. In Prag. Auf der Straße. Die Leute haben krass geguckt auf jeden Fall. In Berlin wäre das anders, glaube ich. Berlin ist da so ein bisschen mehr Irrsinn vielleicht gewöhnt. Ja, in Berlin ist es tatsächlich anders, weil da denken die Leute natürlich, das ist Absicht, das ist ein Modeding, ne? Und dann gucken die nur ganz kurz. Aber es ist interessant, weil, mir hat neulich jemand gesagt, man versteckt sich natürlich auch hinter Haaren, ne?
man kann halt hier so ein bisschen so, ne? Und plötzlich bist du komplett. Das meinte ich mit dem Pur. Also auch mit Ja. fast, also ich habe das Gefühl, das hat entsteht eine totale Offenheit durch diese tatsächliche Befreiung. Ja. Und die willst du beibehalten, weil du hast offensichtlich ein paar Mal. Ja, ich habe für den letzten Film, die fanden das super toll. Natürlich hatte ich jetzt das auch filmisch noch nicht sozusagen bedient, weil hier bediene ich ja nicht den auch schönen Aspekt sozusagen in dem Film. Und da haben wir ich habe mit Elias Mbarek und Alexandra Maria Lara zusammen eine Liebeskomödie, also das Gilden-Genre, gerade abgedreht in Berlin, Liebesdings von Annika Decker. Und dort bespielen wir mal das kurze Haar. Genau. Und jetzt bleibe ich dabei. Also ich werde, glaube ich, nicht mehr lang. Ah, voll schön. Du bist ein Vampir und manchmal hat man in einem Film ja auch die Möglichkeit, einfach zu sterben. Wenn du die Wahl hättest, wärst du lieber ein Vampir oder tot? Puh. Ich meine, das kommt natürlich auf die Umstände drauf an. Ich glaube, ich habe keinen Reiz an einem ewigen Leben. Ich glaube, dass ich habe eine sehr alte Großmutter, die ich über alles liebe. Und wir unterhalten uns tatsächlich relativ viel darüber, weil wenn man 93 ist, dann setzt man sich mit dem Tod auseinander. Und ich glaube, dass man irgendwann müde wird und dann auch irgendwann satt ist. Das ist, glaube ich, ein normaler, natürlicher Vorgang. Und ich glaube, ich nehme den. Ja, ich finde ja, dass die Endlichkeit eigentlich alles so wunderschön macht. Ob es Filme sind oder das Leben. Ja, ich meine, das ist so, ne, ohne Unglück gäbe es kein Glück und all das, ne, das ist der Motor. Letzte Frage. Wir haben den Hashtag Film ist Liebe. Und ich würde dich bitten, Liebe mit einem deiner eigenen Worte zu ersetzen. Also Film ist... ... Film. Muss ich ganz kurz. Ich habe ein Wort und ich komme nicht drauf. Für mich ist Film Unzurechnungsfähigkeit. Ich bin das erste Mal, als ich rausgegangen bin, nach dem ersten Kinofilm mit meiner Großmutter, mit dem ich heimlich, das wurde mir verboten, Romeo und Julia gesehen habe mit Leonardo DiCaprio, diese wunderbare alte Fassung. Und ich war nicht mehr in der Lage, auf mein Fahrrad zu steigen, Fahrrad zu fahren, weil ich so gefangen war in dieser Welt und mich das so berührt hat, dass sie mich für völlig unzurechnungsfähig erkannt hat. Und auch Schauspieler nach Theatervorstellungen dürften für eine Straftat nicht belangt werden oder mildernde Umstände kriegen, weil man unzurechnungsfähig ist. Und ich finde diese Form von Parallelexistenz, das ist für mich Film.